Was sehen Sie auf diesem Foto? Ein Mädchen und ein Junge, mit Klebeband gefesselt und mit verklebten Mündern. Sie liegen auf einem Teppich im Laderaum eines Lieferwagens. Daneben liegt das Buch Kinderspielzeug. Das Foto entstand 1989 in Florida. Viele glauben jedoch, dass es die 19-jährige Tara Leigh Calico zeigt, die ein Jahr zuvor verschwunden war. Heute erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die bis heute ungeklärt ist. Eine Geschichte über ein Verschwinden, ein geheimnisvolles Foto und eines der rätselhaftesten vermissten Fälle der Vereinigten Staaten Ende der 1980er Jahre. Tara Calico wurde am 28. Februar 1969 in New Mexico als Tochter von David und Patty geboren. Schon früh zeigte sie großes Interesse an ihrer Umgebung und erkundete gern gemeinsam mit ihren Geschwistern und Freunden die Natur. Als Tara noch ein Kind war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Sie blieb bei ihrer Mutter Patty, die später John Dole heiratete. Die neue Familie zog nach Belen. Diese Stadt ist der Verwaltungssitz des Valencia County im Bundesstaat New Mexico. Für die Familie Dole schien Belen der ideale Ort zu sein, um Tara und ihre Geschwister Michelle und Chris großzuziehen. Dort herrschte eine ruhige, überschaubare Atmosphäre. Es gab kaum Anlass zur Sorge. Belen galt als typisches amerikanisches Kleinstadt-Idyll, in dem sich jeder kannte und sicher fühlte. Viehzucht prägte die lokale Wirtschaft und die umliegende Landschaft bot viele Möglichkeiten zur Erholung. Für Tara war Belen ein Ort, an dem sie ihre Neugier und ihren Entdeckergeist ausleben konnte, ohne Gefahren zu erwarten. Als Tara älter wurde, entwickelte sie sich zu einer zentralen Figur in ihrem Umfeld. Sie war sowohl bei Mitschülern als auch bei Freunden beliebt. Man beschrieb sie als sportlich, intelligent und außergewöhnlich freundlich. Solche Eigenschaften waren in ihrem Alter nicht selbstverständlich. Ihre Klassenkameraden mochten sie und ihre Lehrer schätzten besonders ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Organisationsfähigkeit. Diese Eigenschaften rückten nach ihrem Verschwinden noch stärker in den Fokus. Am frühen Morgen des Dienstags, dem 20. September 1988 gegen 9 Uhr, stand Tara auf. Sie legte ihre Kleidung und Schulbücher ordentlich auf das Bett und bereitete sich auf eine Fahrradtour entlang des Highway 47 vor. Diese Strecke fuhr sie normalerweise gemeinsam mit ihrer Mutter Patty. Doch zu diesem Zeitpunkt begleitete Patty ihre Tochter nicht mehr, da sie das Gefühl hatte, von einem Autofahrer verfolgt worden zu sein. Das machte sie misstrauisch. Sie hatte Tara eindringlich geraten, Pfefferspray mitzunehmen, doch die junge Frau lehnte ab. Gegen 9:15 Uhr bat Tara ihre Mutter, sie am Highway abzuholen, falls sie bis zum Mittag nicht zurück sein sollte. Auf die Nachfrage nach dem Grund erklärte sie, dass sie um 12:30 Uhr mit einem Freund Tennis spielen wolle und um 15:30 Uhr der Unterricht am College beginne. Kurz darauf, gegen 9:30 Uhr, verließ Tara das Haus auf dem Fahrrad ihrer Mutter. Es handelte sich um ein rosa Modell der Marke Huffy, da ihr eigenes Fahrrad einen platten Reifen hatte. Das Rad war auffällig durch seine neonfarbene Lackierung, die gelben Steuerkabel und die hellen Seitenwände der Reifen. Es war das letzte Mal, dass Tara Leigh Calico von Angehörigen oder Freunden gesehen wurde. Innerhalb von etwa 27 Kilometern legte sie ihre Strecke zurück und erreichte die südlichen Eisenbahnschienen außerhalb der Stadt, wo sie üblicherweise umkehrte. Die Fahrt verlief zunächst ruhig und ohne erkennbare Zwischenfälle, und sie machte sich auf den Rückweg, um sich auf ihr Tennistreffen vorzubereiten. Gegen 11:30 Uhr sahen zwei unbekannte Rancharbeiter die junge Frau auf ihrem rosa Fahrrad entlang des Highway 47 in Richtung ihres Elternhauses fahren. 15 Minuten später, um 11:45 Uhr, fuhren 3 Männer auf der Gegenfahrbahn derselben Straße in Richtung Süden, nachdem sie von der Jagd zurückkehrten. Auch sie fuhren an Tara vorbei, bemerkten jedoch ein beunruhigendes Detail. Ein weißer Lieferwagen folgte ihr dicht auf den Fersen. Sie stellten fest, dass Tara mit Kopfhörern Musik hörte und das Auto, das direkt hinter ihr fuhr, offenbar nicht bemerkte. Kurz darauf fuhr ein weiterer Autofahrer, der ebenfalls in südlicher Richtung unterwegs war, an Tara vorbei und bemerkte denselben weißen Lieferwagen. Das war nur etwa 8 Kilometer vom Gebiet Rio Communities entfernt. Nach Angaben dieses Mannes befanden sich mehrere Personen in dem unheimlichen Lieferwagen, nicht nur der Fahrer. Dies war die letzte bestätigte Sichtung von Tara Leigh Calico,
bei der sie noch am Leben war. Um 12:05 Uhr machte sich Patty Dole, wie versprochen, auf den Weg, um ihre Tochter zu suchen. Sie fuhr mehrmals die Autobahn 47 in beide Richtungen entlang, sah jedoch weder Tara noch ihr rosa Fahrrad. Patty rief daraufhin das nächstgelegene Krankenhaus an, um zu erfahren, ob sie möglicherweise in einen Unfall verwickelt und eingeliefert worden war. Doch niemand mit dieser Beschreibung war dort registriert. Daraufhin versammelte Patty einige Freundinnen von Tara, um gemeinsam die Umgebung abzusuchen, doch auch diese Suche blieb erfolglos. Schließlich wandten sie sich an das Sheriffbüro des Bezirks Valencia, wo umgehend eine offizielle Suchaktion eingeleitet wurde. Am nächsten Tag, dem 21. September, entdeckte die Suchmannschaft Reifenspuren eines Fahrrads auf der Westseite der Autobahn 47, etwa 6 Kilometer vom Stadtteil Rio Communities entfernt und unweit des letzten bekannten Ortes, an dem Tara gesehen worden war. Die Spuren führten von der Straße auf weichen Untergrund und verliefen etwa 90 Meter seitlich der Fahrbahn. Dort fanden sich außerdem Reifenspuren eines Fahrzeugs sowie frische Ölflecken. Die Polizei stieß zudem auf weitere Hinweise. Kassetten der Band Boston, eine zerbrochene Frontabdeckung eines Kassettenplayers sowie mehrere leere Bierdosen, die auf dem Boden lagen. Vom 21. bis zum 23. September intensivierten die Ermittler die Suche entlang der Route 47. Am Samstag, dem 24. September, entdeckten sie weitere Teile von Taras zerstörtem Kassettenrekorder in der Nähe der Zufahrt zum John F. Kennedy Campingplatz am Fuße der Manzano Mountains. Dieses Gebiet war abgelegen, kaum frequentiert und lag etwa 32 Kilometer vom Ort des ersten Fundes entfernt. An diesem Wochenende entsandte der Sheriff von Valencia mehr als 300 Suchkräfte, die mit Hubschraubern sowie zu Fuß Flussläufe und die Hänge der Manzano Mountains absuchten. Dennoch fanden sie keinerlei Hinweise auf Tara. Am Dienstag, dem 27. September, wurde die aktive Suche schließlich eingestellt. In den darauffolgenden Tagen befragten die Behörden intensiv alle Personen, die möglicherweise Zeugen von Taras letzter Fahrradtour am 20. September gewesen waren. Die Ermittler identifizierten 7 Personen, die angaben, die junge Frau gesehen zu haben. 5 von ihnen berichteten außerdem von einem weißen Lieferwagen, der ihr gefolgt sei. 4 Zeugen wurden sogar hypnotisiert, um weitere Details zu erinnern. Dennoch konnten keine verwertbaren neuen Informationen gewonnen werden. Anschließend schloss die Polizei mehrere Spuren aus. Eine Wasserflasche, die auf einem nahegelegenen Grundstück gefunden worden war, eine Unebenheit am Rand der Autobahn 47 sowie 3 Männer, die kurz nach Taras Verschwinden beim Biertrinken auf der Ladefläche eines Pickups angetroffen worden waren. Ihr Alibi konnte bestätigt werden. Sie tranken Budweiser, während die leeren Dosen, die neben Taras zerstörtem Kassettenrekorder gefunden wurden, von der Marke Old Milwaukee stammten. Einen Monat später, am 25. Oktober, teilte der leitende Ermittler, Sheriff Lawrence Romero, der Öffentlichkeit mit, dass 2 Männer aufgrund von Zeugenaussagen über einen Lieferwagen, in dem 2 Personen gesehen worden waren, als Hauptverdächtige galten. Der Fahrer wurde als weißer Mann im Alter zwischen 35 und 45 Jahren beschrieben, mit roten Haaren, einer Körpergröße von etwa 175 bis 183 Zentimetern und einem Gewicht von rund 90 Kilogramm. Als auffälliges Merkmal wurden Falten zwischen den Augen und an den Schläfen genannt. Der Lieferwagen selbst wurde als weißer Ford aus den 1950er oder 1960er Jahren beschrieben, mit verchromten Radkappen, großen Reifen und einem Ford-Emblem aus zerbrochenen roten Glasbuchstaben. Das Kennzeichen begann laut Zeugenaussagen mit den Buchstaben VBA oder VBZ und endete mit der Zahl 6. In den folgenden Wochen gingen bei der Polizei hunderte Hinweise zu dem mutmaßlichen Fahrzeug und dessen Fahrer ein. Diese führten zu zahlreichen Befragungen, jedoch zu keiner einzigen Festnahme. Der Fall begann allmählich zu stagnieren. Am 15. Juni 1989 wandte sich eine Frau, die anonym bleiben wollte, in Port St. Joe, Florida, mit einem Foto, das sie auf einem Parkplatz vor einem Geschäft gefunden hatte, an die Polizei. Auf dem Foto waren ein Mädchen und ein Junge zu sehen. Beide hatten den Mund mit Klebeband verschlossen und die Handgelenke gefesselt. Sie lagen im Laderaum eines Lieferwagens. Nachdem die Frau das Foto der Polizei übergeben hatte, berichtete sie, dass an der Stelle, an der sie das Bild gefunden hatte,
zuvor ein weißer Toyota-Lieferwagen gestanden hatte, der wenige Sekunden vor ihrer Rückkehr auf den Parkplatz weggefahren war. Die Frau hatte noch einen kurzen Blick auf den Fahrer werfen können. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um einen Mann mittleren Alters mit Schnurrbart. Sofort kamen Verdachtsmomente auf. Der weiße Lieferwagen könnte derselbe gewesen sein, in dem die Gefesselten fotografiert worden waren. Die Ermittlungen begannen umgehend. Das Foto wurde an die Fernsehsendung Aktuelle Nachrichten weitergeleitet, wo es landesweit ausgestrahlt wurde. Und genau in diesem Moment entstand eine Verbindung zum Fall Tara Lee Calico. Freunde der Familie Dole sahen den Beitrag und bemerkten, dass das Mädchen auf dem Foto Tara auffallend ähnlich sah. Sie informierten sofort Patty und John, die sich das Bild selbst ansehen wollten. Nach und nach kam Patty zu der Überzeugung, dass das Mädchen auf dem Foto tatsächlich ihre Tochter sei. Patty erinnerte sich daran, dass Tara als Kind einen Autounfall gehabt hatte und sich dabei eine Verletzung am Bein zugezogen hatte, die eine deutlich sichtbare Narbe am Oberschenkel hinterlassen hatte. Sie wies auf einen hellen Streifen am Oberschenkel des gefesselten Mädchens auf dem Foto hin, genau an der Stelle, an der Tara diese Narbe gehabt hatte. Und das war nicht alles. Betrachtet man das Bild genauer, ist neben dem Mädchen ein Buch zu erkennen. Es handelt sich um den Roman Meine liebe Odina. Zufall oder nicht, es war eines der Lieblingsbücher von Tara Lee Calico. Die Ermittler, die mit dem Fall Tara befasst waren sich einig, dass die Ähnlichkeiten ausreichten, um eine professionelle Untersuchung einzuleiten. Mehrere Behörden begannen mit einer detaillierten Analyse des Fotos. Die 3 durchgeführten Untersuchungen kamen jedoch zu widersprüchlichen Ergebnissen. Scotland Yard gelangte zu der Einschätzung, dass die Frau auf dem Foto tatsächlich Tara sei. Das Los Alamos National Laboratory kam hingegen zu dem Ergebnis, dass sie es nicht sei. Das FBI wiederum konnte keine eindeutige Schlussfolgerung ziehen. Skeptische Fachleute führten eigene Argumente an, die auf körperlichen Unterschieden beruhten. Vor allem stimmten die Gesichtszüge der gefesselten Frau nicht vollständig mit denen von Tara überein. Die Form der Augenbrauen und die Kinnlinie unterschieden sich. Dennoch muss ein entscheidender Faktor berücksichtigt werden: der zeitliche Abstand. Das Foto konnte nicht vor Mai 1989 aufgenommen worden sein, da dieser Filmtyp erst ab diesem Zeitpunkt erhältlich war. Folglich wäre Tara, falls sie tatsächlich auf dem Foto zu sehen ist, mindestens 7 Monate nach ihrem Verschwinden abgebildet worden. In dieser Zeit kann sich ein Mensch erheblich verändern, Gewicht verlieren, was die Gesichtsform beeinflusst, und auch die Augenbrauenform kann sich verändern. Noch wichtiger ist jedoch, dass das Foto, sofern es echt ist, Monate der Gefangenschaft widerspiegeln könnte, Monate voller Angst, Stress und Entbehrungen. Unter solchen Bedingungen unterscheidet sich das Aussehen eines Menschen stark von den bekannten, gut ausgeleuchteten Fotografien, mit denen das Bild verglichen wurde. Es gab Argumente auf beiden Seiten der Debatte, doch letztlich waren sich die Fachleute in einem Punkt einig. Auf Grundlage dieses Fotos allein lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten, dass es Tara Lee Calico zeigt. Das mysteriöse Foto aus Port St. Joe barg jedoch noch ein weiteres Rätsel. Der Junge, der neben dem gefesselten Mädchen lag, rückte ebenfalls in den Fokus der Öffentlichkeit. Als das Foto erstmals in Belen und im gesamten Bundesstaat New Mexico verbreitet wurde, vermuteten viele, dass es sich bei dem Jungen um Michael Hanley handeln könnte, ein Kind, das 5 Monate vor Taras Verschwinden im April 1988 verschwunden war. Auch er war in New Mexico während eines Jagdausflugs mit seinem Vater verschwunden. Eines Tages hatte sich der Junge vom Lager entfernt und war nie zurückgekehrt. Trotz umfangreicher Suchaktionen war keine Spur von ihm gefunden worden. Obwohl Michael Hanley weder Tara noch die Familie Dole kannte, ähnelte sein Aussehen tatsächlich dem Jungen auf dem Foto. Auch seine Angehörigen räumten ein, dass es durchaus möglich sei, dass es sich um ihn handeln könnte. Wie und warum er zu ihr gekommen war, blieb ein Rätsel. Doch wenn in New Mexico tatsächlich ein Serienentführer aktiv gewesen wäre, hätte eine solche Übereinstimmung durchaus plausibel gewirkt. Die Kinder könnten entführt und irgendwo weit außerhalb des Bundesstaates festgehalten worden sein. Diese Theorie verlor jedoch ein Jahr später, im Juni 1990, erheblich an Gewicht, als die sterblichen Überreste von Michael in den Zuni-Bergen in New Mexico entdeckt wurden.
Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Junge höchstwahrscheinlich an Unterkühlung gestorben war, nachdem er sich in der Wildnis verirrt hatte, nachdem er das Lager verlassen hatte. Der Fundort der Überreste lag etwa 11 Kilometer vom Lager entfernt. Bemerkenswert ist, dass sich dieses Gebiet nur rund 120 Kilometer von dem Ort entfernt befand, an dem Tara Lee Calico verschwunden war. Nachdem Michaels Schicksal geklärt war, brach die Verbindung zwischen ihm und dem Fall Tara endgültig zusammen. Die Identität des Jungen auf dem Foto konnte nie eindeutig festgestellt werden. Im Laufe der Jahre entstanden zahlreiche Theorien. Keine von ihnen erlangte jedoch so viel Aufmerksamkeit wie jene Version, die 2008 von Polizeibeamten öffentlich gemacht wurde. Nach vielen Jahren ohne Durchbruch und einer festgefahrenen Ermittlung erklärte der Sheriff von Valencia County, René Rivera, schließlich, er wisse, was an jenem Septembermorgen im Jahr 1988 mit Tara geschehen sei. Seinen Angaben zufolge habe er über viele Jahre hinweg Informationen erhalten, wonach zwei junge Männer, die zum Zeitpunkt von Taras Verschwinden selbst noch Teenager gewesen seien, sie gesehen hätten, als sie mit dem Fahrrad auf einer Landstraße unterwegs war und später gemeinsam mit weiteren Personen bei der Beseitigung ihrer Leiche geholfen hätten. Rivera schilderte seine Version der Ereignisse in ungewöhnlich konkreter Form. Seinen Worten zufolge seien die beiden jungen Männer mit einem Lieferwagen unterwegs gewesen und hätten begonnen, Tara zu belästigen, als sie auf der Straße einholten. Schließlich hätten sie ihr Fahrrad gerammt, woraufhin sie gestürzt sei. Anschließend hätten sie entführt und später getötet. Rivera fügte hinzu, dass er trotz dieser Informationen nicht in der Lage sei, rechtlich gegen die mutmaßlichen Täter vorzugehen, da es keinerlei materielle Beweise gebe. Insbesondere weder Taras Leiche noch einen bekannten Begräbnisort. Dennoch äußerte er die Überzeugung, dass sich ihre Überreste, falls sie existierten, noch immer im Bezirk Valencia befänden, höchstwahrscheinlich in der Nähe der Eisenbahnschienen, wo einst die ersten Spuren entdeckt worden waren. Rivera nannte keine Namen der Personen, auf die sich seine Theorie bezog, was bei den Bewohnern des Bezirks, darunter auch Taras Vater John Dole, große Verwirrung und Empörung auslöste. Viele fragten sich, weshalb der Sheriff eine derart konkrete Darstellung veröffentlichte, ohne die mutmaßlich Verantwortlichen zu benennen. Rivera erklärte, er habe gehofft, dass seine Aussagen die Schuldigen oder Personen mit Wissen über den Verbleib von Taras Leiche dazu bewegen würden, sich zu melden und zur Aufklärung des Falls beizutragen. Doch trotz dieses Appells meldete sich niemand. Seine Erklärung brachte der Familie letztlich mehr Schmerz als Erleichterung. Dennoch deckte sich Riveras Theorie in mehreren Punkten mit einem dokumentierten Vorfall aus den Akten zum Fall Tara Lee Calico, die heute öffentlich zugänglich sind. Eines dieser Dokumente enthält ein Interview mit Henry Brown, einem Einwohner von New Mexico, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits aus gesundheitlichen Gründen verstorben war. Dieses Gespräch, das von einigen Forschern eher als Geständnis bezeichnet wird, wurde von Ermittler Frank Matola geführt, nachdem Brown selbst darum gebeten hatte, seine Version der Ereignisse im Zusammenhang mit Taras Verschwinden zu schildern. Das genaue Datum der Befragung ist nicht dokumentiert, es wird jedoch angenommen, dass sie einige Jahre nach dem Verschwinden stattfand. In dem Gespräch berichtete Brown, dass er Zeit mit Jugendlichen aus dem Bezirk Valencia verbracht habe, unter ihnen Lawrence Romero Jr., der Sohn des ehemaligen Sheriffs Lawrence Romero Sr., den er als Hauptinitiator bezeichnete. Laut Brown habe Lawrence Jr. mit illegalen Substanzen gehandelt und Interesse an Tara Lee Calico gezeigt. Sie habe ihm jedoch keine Beachtung geschenkt, da sie zu dieser Zeit mit einem jungen Mann namens Jeff Abita zusammen gewesen sei. Brown berichtete weiter, dass er sich einmal auf einer Feier befunden habe, bei der Lawrence Jr. und seine Freunde sich im Bereich unterhalb des Wohnwagens aufhielten, in dem Romero lebte. Dort, so Brown, habe Lawrence damit geprahlt, dass er und seine Freunde Tara mit ihrem Lieferwagen vom Fahrrad gestoßen, sie misshandelt und anschließend getötet hätten. Lawrence Jr. habe ihm erzählt, dass sie Taras Leiche zunächst in nahegelegene Büsche geworfen hätten. Als jedoch die Suche begonnen habe, hätten sie Angst bekommen und beschlossen, sie im Keller unter dem Wohnwagen zu verstecken, um sie später in einen namenlosen Teich zu bringen und dort zu versenken. Seltsamerweise war Henry Brown nicht der Einzige, der den Behörden eine ähnliche Geschichte erzählte. Im Jahr 2013 wandte sich ein weiterer Mann, Donald Dutcher, an die Polizei
und berichtete ebenfalls, dass einer der Verdächtigen ihm die Tat gestanden habe. Wie im Fall von Brown wusste er jedoch nicht, wo sich die Leiche befinden könnte. Ob Zufall oder nicht, weder Browns Geschichte noch Dutchers Aussage konnten durch Aussagen von Lawrence Romero Jr. selbst oder durch Aussagen seiner Freunde bestätigt werden. Zu diesem Zeitpunkt waren alle diese Personen bereits verstorben. Lawrence soll sich selbst das Leben genommen haben und dabei laut Aussagen von Bekannten einen Abschiedsbrief hinterlassen haben, in dem er den Mord an Tara Lee Calico gestanden habe. Sollte ein solcher Brief tatsächlich existiert haben, wurde er jedoch nie offiziell zu den Akten genommen. Auch dies gilt als eine weitere fragwürdige Entscheidung der zuständigen Behörden. In den Fallunterlagen finden sich zudem keine verlässlichen Quellen, die die Namen der angeblich beteiligten Personen eindeutig bestätigen. Dennoch bestätigen Einwohner von Bellon sowie Personen, die mit den Ermittlungen vertraut waren, dass alle mutmaßlich Beteiligten tatsächlich verstorben waren, bevor sie offiziell vernommen werden konnten. Damit bleibt eine zentrale Frage offen: Wenn diese Version auf realen Informationen beruht, was hinderte die Behörden daran, den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten? War es tatsächlich der Mangel an physischen Beweisen oder möglicherweise ein Schweigen innerhalb des Sheriff-Büros von Valencia County? Es liegt nahe, dass allein die Tatsache, dass der Sohn eines ehemaligen Sheriffs als Hauptverdächtiger galt, erhebliche Zweifel aufwirft. Die Unklarheit über den angeblich verschwundenen Abschiedsbrief verstärkt zusätzlich den Eindruck einer möglichen Vertuschung. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass zwei voneinander unabhängige Aussagen eine sehr ähnliche Version der Ereignisse schildern, was ihrer Glaubwürdigkeit zusätzliches Gewicht verleiht. Tragischerweise sind die mutmaßlich beteiligten Personen inzwischen verstorben, und mit jedem vergehenden Jahr sinkt die Wahrscheinlichkeit weiter, dass sich ein möglicher Mitwisser noch meldet und neue Details preisgibt. Dennoch passt diese Version auffallend gut zu den zahlreichen Zeugenaussagen, in denen von aggressiven jungen Männern in einem Lieferwagen berichtet wurde, die Tara während ihrer Radtour verfolgt haben sollen. Gleichzeitig gibt es auch deutliche Widersprüche. So tauchte etwa die Behauptung auf, Tara sei nicht mit John Dole, sondern mit einem gewissen Jeff Leard gewesen, der angeblich mit illegalen Substanzen gehandelt habe. Eine Darstellung, die weder zu ihrem Charakter noch zu ihrem sozialen Umfeld passte. Niemand aus ihrem Freundeskreis konnte sich vorstellen, dass sie Kontakt zu einer solchen Person gehabt haben könnte. Die von Rivera präsentierte Version, die auf angeblichen Geständnissen basiert, erklärt jedoch zumindest, warum Taras Leiche niemals gefunden wurde. Sie könnte in der abgelegenen Wildnis von New Mexico verborgen und anschließend von jenen ignoriert worden sein, die über Einfluss oder Macht verfügten, eine intensive Suche zu veranlassen. Sollte diese Version zutreffen, hätte man es mit einem erschütternden Beispiel von Ungerechtigkeit und möglicher Vertuschung zu tun, bei dem ein Verbrechen nicht nur begangen, sondern systematisch verdeckt wurde. Natürlich existieren noch zahlreiche weitere Theorien zum Verschwinden von Tara Lee Calico. Wie bei vielen landesweit bekannten vermissten Fällen gingen bei Polizei und Medien unzählige Hinweise ein von Menschen, die glaubten, Tara mit verdächtigen Begleitern gesehen zu haben oder sie angeblich irgendwo allein gesehen zu haben. Die meisten dieser Hinweise stammten aus Florida, nachdem das Polaroid-Foto öffentlich bekannt geworden war. Dieses Phänomen lässt sich vermutlich durch einen Wahrnehmungseffekt erklären. Sobald Menschen hörten, dass sich Tara möglicherweise in Florida befand, begannen sie zu glauben, sie selbst gesehen zu haben. Es war eine Mischung aus dem Wunsch zu helfen und dem menschlichen Bedürfnis, Teil der Lösung zu sein. Einige vermuteten sogar, Tara könne freiwillig verschwunden sein und habe das Zurücklassen ihres Fahrrads sowie der gefundenen Gegenstände bewusst inszeniert. Doch diese Theorie hielt keiner ernsthaften Überprüfung stand. Tara hatte ein gesundes Zuhause, herzliche Beziehungen zu ihren Angehörigen, konkrete Pläne für die Zukunft und den klaren Wunsch, ihr Studium abzuschließen. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass sie hätte fliehen wollen. Darüber hinaus plante sie ihre Ausflüge stets sorgfältig und informierte ihre Mutter über die geplante Rückkehrzeit. Dieses Verhalten steht in völligem Widerspruch zu der Annahme einer freiwilligen Flucht. Eine weitere verbreitete Theorie schrieb Taras Schicksal einem raffinierten Entführer zu, möglicherweise einem Serienverbrecher, der nach öffentlicher Aufmerksamkeit strebte. Diese Hypothese entstand nicht nur aufgrund des in Port St. Joe gefundenen Fotos,
sondern auch wegen einer Reihe ähnlicher Bilder, die der Polizei in Florida aus verschiedenen Regionen zugesandt wurden. Ein zweites Foto wurde beispielsweise auf einer Baustelle in Kalifornien entdeckt. Es zeigte eine junge Frau mit zugeklebtem Mund und einem Ausdruck deutlicher Angst. Das Bild war unscharf und aus nächster Nähe aufgenommen, doch die Frau wies tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit Tara auf und auch der Stoff im Hintergrund ähnelte dem Material auf dem Foto aus Port St. Joe. Ein drittes Bild, dessen Herkunft unbekannt blieb, zeigte eine gefesselte Frau neben einem lachenden Mann. Diese Frau ähnelte Tara jedoch deutlich weniger und die gesamte Szene wirkte gestellt. Aus diesem Grund stuften die Ermittler dieses Foto als wenig glaubwürdig ein und schlossen es bald aus den Akten aus. In einer merkwürdigen Wendung der Ereignisse tauchten rund 20 Jahre nach dem ersten Auftauchen der bekannten Fotos erneut mysteriöse Bilder im Zusammenhang mit dem Fall auf. Der Polizeichef von Port St. Joe, David Barnes, erhielt 2 Umschläge aus Albuquerque im Bundesstaat New Mexico. Im ersten Umschlag befand sich ein Foto eines Jungen mit kastanienbraunen Haaren. Sein Mund war mit einem schwarzen Streifen übermalt, der offenbar mit einem Filzstift aufgetragen worden war. Der zweite Umschlag enthielt dasselbe Foto, jedoch ohne den aufgemalten Streifen. 2 Tage später, am 12. August, erhielt die Redaktion der Lokalzeitung The Star einen dritten Umschlag, der ebenfalls am 10. August in Albuquerque abgeschickt worden war. Darin befand sich erneut ein Foto des Jungen, diesmal mit einem noch deutlicher aufgemalten schwarzen Streifen im Gesicht. Ob auf allen 3 Bildern tatsächlich dieselbe Person zu sehen ist, konnte nie eindeutig festgestellt werden. Die Ermittler vermuteten jedoch sofort einen möglichen Zusammenhang mit dem Fall Tara Lee Calico, da alle Umschläge aus demselben Bundesstaat stammten, in dem sie verschwunden war. Leider enthielten die Sendungen keinerlei Briefe, Hinweise oder Erklärungen, die Rückschlüsse auf die Identität des Absenders oder die Herkunft der Fotos zugelassen hätten. Besonders rätselhaft war, dass sich zur gleichen Zeit eine Frau bei der Polizei von Port St. Joe meldete, die sich selbst als Hellseherin bezeichnete. Sie behauptete, sie habe Visionen von Tara, in denen sie sich das Leben nehme und anschließend in Kalifornien begraben werde, nachdem sie von zu Hause weggelaufen sei. Außerdem erklärte sie, sie habe in einem Stripclub eine junge Frau kennengelernt, die sich ihr gegenüber als Tara Calico ausgegeben habe. Später stellte sich jedoch heraus, dass diese Person fälschlicherweise identifiziert worden war und keinerlei Verbindung zu dem Fall hatte. Viele Menschen waren dennoch überzeugt, dass diese Ereignisse miteinander zusammenhingen. Ihrer Ansicht nach war entweder die selbsternannte Hellseherin selbst für das Versenden der mysteriösen Umschläge verantwortlich, um Aufmerksamkeit zu erlangen, oder es handelte sich um ein makabres Spiel eines Entführers, der gezielt Angst verbreiten wollte. Nach dieser Version sei Tara entführt und in einem Lieferwagen quer durch das Land transportiert worden, und genau sie sei auf dem Foto aus Port St. Joe sowie möglicherweise auf weiteren später aufgetauchten Polaroid-Aufnahmen zu sehen. Könnte die Hellseherin tatsächlich etwas mit dem Verschwinden von Tara zu tun gehabt haben? Mehrere Behörden überprüften sie eingehend und schlossen sie schließlich als Verdächtige aus. Der gesamte Vorgang wurde offiziell als Täuschung oder geschmackloser Streich eingestuft. Dennoch zweifeln bis heute viele Menschen an dieser Erklärung und verweisen auf eine Reihe von Zufällen, die ihrer Meinung nach zu zahlreich sind, um bloßer Zufall zu sein. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.